Herzlich willkommen zu einem neuen Captain Fingerfood Video. Alexi und ich sind heute wieder zu Gast im Prisma beim Jonas. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir wollen heute ein bisschen eintauchen ins Thema Route Setting. Du wirst uns ein bisschen was dazu erklären. Und man muss jetzt dazu sagen, ich habe in meinen 20 Jahren, glaube ich, 2 Boulder geschraubt bisher. Wie ist das bei dir, Alexi? Bei mir ist es auch schon so 7, 8 Jahre her, also Profis sind wir auf jeden Fall nicht. Okay, also es wird spannend. Viel Spaß mit diesem Video. Ich habe schon, glaube ich, eine richtig fancy Idee. Hier, geh weg! Kilo rein und dann daraus verlängern. Ich nehme den nochmal raus. Ich merke einen gewissen Stress jetzt nach dieser Arbeitsphase. Der muss jetzt erstmal rausgenommen werden. Was fasziniert dich nach all den Jahren eigentlich immer noch am Route-Setting? Was ist das, wo du sagst, so, boah, das macht einfach mega Bock, das ist cool? Ja, es sind ganz viele Sachen, die, bei mir ja auch, ich schraube ja kommerziell und auch für Wettkämpfe, und Ja. das sind auch verschiedene Dinge, die mich motivieren. Jetzt in so einer kommerziellen Halle zum Beispiel ist das für mich auch eine sehr große Befriedigung, nachher einfach Leute zu sehen, die diesen Sport kennenlernen, die da schöne Erfahrungen machen. Ja. Und in einem Wettkampfkontext fasziniert mich das nach wie vor, irgendwie es schaffen, mit einem Team eine Runde zu bauen, wo man ein cooles Ergebnis hat. Es ist ja irgendwie ein Job, den kannst du nur gut machen, meiner Meinung nach, wenn du Spaß dabei hast. So die besten Routenschraubertage, die ich habe, da haben alle gute Laune. Ja. Weil in diesem Mindset, es ist ja auch kreativ. Ja. Klar, es hat einen handwerklichen Aspekt, ne, Ja. aber Schrauben nach rechts reinzudrehen, das kriegt er, denke ich mal, hin. Ne? Was unterscheidet eigentlich einen guten vom schlechten Boulder? Beim Boulder-Schrauben, es wird ziemlich schnell subjektiv. Ne? Also man braucht ja immer irgendwie einen Rahmen, an dem man diesen Boulder bewertet. Und da ist erstmal wichtig zu wissen, für wen hat man diesen Boulder geschraubt. Weil ein guter Boulder ist jetzt in einem Wettkampfkontext zum Beispiel was ganz anderes wie wenn man jetzt für Anfänger irgendwie, die den Sport noch nicht so kennen, die man da ranführen will, da hat man ganz andere Kriterien, anhand deren man diesen Boulder bewertet. Wenn man für einen Anfänger schraubt, muss man natürlich ganz andere Skills abfragen. Da sind auch so Sachen wie Angst nochmal deutlich größerer Faktor, wie jetzt in einem Wettkampf, wo du ein klares Ergebnis haben willst, dem Publikum coole Züge zeigen willst und den Athleten eine Aufgabe stellen. Was wäre jetzt die Ansage zum Beispiel für die Boulder, die Alexi und ich jetzt heute schrauben sollen würden? Ich würde vorschlagen, dass wir 2 Boulder bauen und einen von den Bouldern würde ich so ein bisschen mehr in diesen Wettkampfkontext checken und den anderen dann die ganz andere Richtung, mal so einen schönen Einsteiger-Boulder mit angenehmen Bewegungen, wo jemand, der nicht viel Klettererfahrung hat, sich intuitiv vielleicht schon schön bewegt. Da würde ich sagen, wir machen gleich Schnick, Schnack, Schnuck und Ja. der gewonnen hat, darf sich aussuchen, welchen Boulder er schraubt. Okay, das ist doch gut. Okay. Ja. So machen wir das auch immer. Okay, also noch eine Frage habe ich auf jeden Fall, die ich als eigentlich reiner Konsument und ich glaube viele andere auch ganz spannend finden. Also wenn wir ja in Hallen unterwegs sind, diese ewige Diskussion, die ja überall stattfindet, über die Schwierigkeit von den Bouldern, die so in der Halle geschraubt sind. Ja. Jetzt so aus Schraubersicht, was würdest du gerne den Leuten, den Konsumenten wie uns einfach mal sagen? Weil ich kann mir vorstellen, das nervt doch wahrscheinlich ohne Ende. Also ich sag mal so, Schwierigkeitsbewertungen sind ja jetzt nicht nur in der Halle ein Thema, sondern auch draußen. Also einfach dieses Problem, dass man diese objektive Zahl hat, sind es jetzt Fontainebleau-Bewertungen oder sind es Level in der Boulderhalle, dass es das nie die Realität persönlich abbildet. Ne? Weil ich zum Beispiel habe in einige 8A-Boulder in Blo deutlich mehr Arbeit gesteckt als in 8B Plus Boulder in der Schweiz, die ich vielleicht mal irgendwie in 1, 2 Sessions weggemacht habe. Also auch auf meiner persönlichen Ebene kann ich einfach sagen, Schwierigkeitsgrade, wenn man das persönliche Klettererlebnis daran bemisst, welches Level man geklettert hat, ist es ein Weg zum Unglück. Und das würde ich den Kunden auch raten. Es ist natürlich, wenn jetzt die Schwierigkeitsbewertungen gar keinen Sinn machen in der Halle zum Beispiel, wenn es nur zufällig verteilt werden würde, macht es auch keinen Spaß. Du willst irgendwie schon diesen Richtwert haben. Das heißt, wenn Leute hier hingehen und normalerweise klettern die Level 4er im ersten Versuch und dann kommt eine Woche, da schaffen die keine Level 4er, das wäre doof. Wir als Schrauber versuchen immer, dass wir diese Boulder, die wir schrauben,
irgendwie orientieren an dieser Schwierigkeitsbewertung und gucken halt auch, für uns ist es auch eine Orientierung, dass wir es einfach schaffen, in einer Session eine gute Verteilung zu haben. Okay. Aber für jeden einzelnen Boulder und dann auch für jeden einzelnen Konsumenten mit verschiedenen Körpergrößen, mit verschiedenen Stärken, kann ein Boulder auch mal sich ganz anders anfühlen. Hast du noch eine Frage, Alexi? Dann würde ich sagen, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Jawohl. Warte, ich muss dich erstmal analysieren. Warte, Schere, Stein, Papier? Auf jeden Fall. Einmal. Ein einziges Mal. Okay. Ich weiß genau, was du für ein Typ bist. Echt? Voll. Zu 100%. Ich gewinne. Wirklich? Ja. Okay. Okay? Schnick, Schnack, Schnuck. Bam! Ich nehme auf jeden Fall den schönen, flowigen Einsteiger-Boulder. Geil, okay. Ja dann. Los geht's. Wir starten jetzt erstmal damit. Man muss auch erstmal rausschrauben. Genau, dadurch, dass ihr euch jetzt so spontan angemeldet habt, müsst ihr jetzt das volle Erlebnis eines Schraubers mitmachen und bevor wir hier neue Boulder reinbauen, müssen wir erstmal Platz schaffen. Ich mache immer erst die Imbusschrauben raus, dann hole ich die Spackschrauben raus und am Ende erst die Volumen, also erst die Griffe runter, dann die Volumen runter. Okay. Easy. Das ist ein bisschen Wild Wild West. Wow, wow, wow. Kann man hier so Scheibenwischer? Ja, so. Jetzt hat die Halle ja geöffnet. Und jetzt müssen wir natürlich beim Schrauben darauf achten, dass uns hier nicht die Kunden und Kinder aus unseren Feriencamps uns unter den Leitern herrennen. Von daher sperren wir jetzt erstmal mit diesem Personenleitsystem unseren Arbeitsbereich ab. Und das ist jetzt deine Aufgabe. Mega. Ich freue mich sehr, dass ich diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen darf. Jawohl. Das macht schon So, jetzt gehst du schön um die Pylone. Wenn ich jetzt die Aufgabe habe, wirklich so was ganz Eingängliches zu schrauben, also ich habe jetzt so in meiner Vorstellung zum Beispiel, hätte ich jetzt so einen ganz leichten Hüpfer irgendwie, sowas, ne, wo du so ein bisschen, ist das noch okay oder ist das so was, wo du sagst, Also ich sag mal so, ich hätte dir jetzt hier eigentlich so die Arbeitsaufgabe gegeben, mal so ein Level 3 bis 4er zu bauen. Und da ist so eine zwingende dynamische Bewegung dann fast schon zu viel. Also das wäre so ein Level, wo du als durchschnittlich fitter Mensch hinkommst und den theoretisch machen kannst von der reinen Kraftanforderung. Ja. Das Ziel ist es dann eigentlich in diesen leichten Bouldern, du überlegst dir Züge und jemand ohne Klettervorverständnis klettert das im besten Fall genauso wie du denkst. Okay. Das heißt, du musst Anfänger allein durch die Anordnung der Griffe und Tritte dazu bringen, dein Bewegungsmuster zu folgen. Und das ist eigentlich deutlich schwerer, als wenn du jetzt einfach sagst, ich baue jetzt mal einen 7C-Boulder hier rein. das wäre jetzt mal meine Frage gewesen, weil also wirklich schön intuitiv für Einsteiger zu schrauben. Genau. Ist vielleicht sogar schwieriger, als zu sagen, okay, ich schraube jetzt hier irgendwas Schweres. Das Ding ist, du hast jetzt nicht mehr dich als Referenz, weil für dich fühlt sich hier wahrscheinlich von Level 2 bis 4 alles total leicht an, sondern gerade als starker Kletterer muss man da extrem darauf achten, dass man Anfängern auch zuguckt. Was macht denn jemand ohne Bewegungsvorverständnis an der Wand? Voll. Also wann dreht sich jemand mal ein? Also man schafft es schon auch, Anfänger in relativ komplexe Bewegungen zu bringen, aber dafür muss man halt viel beobachten, viel gucken, was machen die in den eigenen Bouldern. Also da brauchst du deutlich mehr Einfühlungsvermögen und so einen Blick zurück, als jetzt, wenn du jetzt für dich ein Projekt baust. Gab es schon mal die Situation, dass du, sagen wir mal, bei einer deutschen Meisterschaft oder wirklich in einem Wettkampf, wo du sagst, okay, jetzt hier muss irgendwie, dass du davor standst und dass du sozusagen wie so ein Blackout, dass du wirklich da stehst und dir fällt nichts ein. Ja, also klar, diese einzelnen Situationen gab es bestimmt auch schon in großen Wettkämpfen. Dann ist aber oft der Trick einfach, zum Beispiel erstmal Abstand zu nehmen von den Bouldern. Also ich habe dann immer so ein bisschen, ich setze mir dann ein Limit, wenn ich merke, ich bleibe irgendwo hängen, ich komme da nicht richtig raus und dann ist es, du bist ja auch immer im Team dann unterwegs in diesen Situationen, wo du wirklich was liefern musst. Ne? Und da ist dann oft der Trick einfach, das erstmal ruhen zu lassen, mit anderen
dann nochmal dran zu gehen. Ne? Also dass man da jetzt nicht irgendwie 2-3 Stunden auf Biegen und Brechen versucht und man merkt, man bleibt stehen, dann ist es immer wichtig, mal ein bisschen Abstand zu haben. Mal einen Kaffee zu trinken. Mal rauszukommen. Also genau das, was wir jetzt machen. Was gerade die Situation, wenn du so denkst, oh, jetzt hier Mittag und ich muss noch 2 und so, diesen ganzen Druck, dann ist Kreativität, dann ist der Zugang gar nicht mehr da. Dann ist es wirklich so Kopfblockade. Dann ist es wichtig, Pausen zu machen. Deswegen, die Leute sagen immer, die Routenbauer, die trinken immer nur Kaffee und chillen. Aber das ist Teil des Berufs. Hier sind wir jetzt also in den heiligen Hallen der Grifflagerei. Heute ist es relativ einfach. Wir haben 2 Boulder. Wir wissen ziemlich genau, was die beiden Boulder so für eine Zielgruppe haben. Ja. Und wir haben auch Platz, das heißt, wir müssen uns jetzt mit Farben und so gar nicht so viel Gedanken machen, sondern suchen jetzt einfach mal 2 Sets zusammen. Eins, was halt eher so für diesen kommerziellen, leichten, flowing Boulder passt. Ja. Und eins, was so diesen Wettkampfstil, ne? Zielgruppe da, hätte ich jetzt gesagt, machen wir irgendwie mal so NRW-Meisterschaft, physischer Boulder. Irgendwas von 7B, 7B Plus anpeilen. Okay. Und dieser leichte Boulder, da brauchen wir richtig große Griffe. Ja, genau, bei dem blauen dachte ich jetzt hier, ne, da haben wir irgendwie auch mal ein bisschen was Großes. Ist auch gerade für Einsteigerboulder hier in der Halle achten wir schon darauf, dass die auch optisch was hermachen. Ne? Ja. Weil in vielen Hallen bekomme ich das manchmal mit, da werden halt erstmal schwere Boulder gebaut und dann die leichten so ein bisschen aufgefüllt. Aber die Zielgruppe, womit ja so eine Boulder da eigentlich Geld macht, sind halt nicht jetzt die Kompletterer, für die du schraubst, ne, sondern da achten wir schon darauf, dass diese leichten Sachen auch optischen Anspruch haben. Zu uns. Man muss einiges mitbringen als Routenbauer. Was wären jetzt so die ersten Gedanken, die ich mir irgendwie machen müsste? Du schraubst jetzt mal so zwischen 3 und 4, eher, ne? Den Bereich. Und da ist es für dich jetzt auch erstmal wichtig, dass du dir vielleicht in der Halle mal ein paar andere in diesem Level anguckst. Kannst du auch, brauchst du jetzt dich nicht für warm machen, ne? Das ist ja wirklich Einsteigerbereich, dass du mal ungefähr guckst, was da abgefragt wird. Okay. Ne? Für deinen Boulder, Alexi, haben wir uns jetzt hier so einen steineren Bereich ausgesucht. Weil das soll jetzt ja eher so in Richtung 7B, 7B Plus Com-Style gehen. Ne? Dafür musst du jetzt hier nicht in der Halle rumgehen, ne? Weil du hast ja schon am Feld so relativ viel gemacht. Und da hätte ich jetzt gesagt, bei so Wettkampfbouldern ist auch immer wichtig, die Stilrichtung klar zu machen. Und da wir dir jetzt mal einen leichten Arbeitstag machen wollen, hätte ich auch gesagt, das kann jetzt mal so ein physisches Testpiece sein. Okay. Genau, das Wichtige bei so Wettkampfbouldern ist immer, dass wir haben ja eine Zwischenwertung. Wir haben einen Zonengriff. Und dann überlegen wir uns bei den Wettkämpfen immer, wie schwer soll das zur Zone sein, wie viel Top soll es bekommen und wie schwer soll es danach sein. Ne? Okay. Weil schade ist es in einem Wettkampfboulder halt, dass alle, die die Zone machen, direkt zum Top durchrennen können. Ne? Das heißt, man peilt schon immer ein bisschen darauf an, dass die Zone erreichbarer ist als dann der Top. Also zwischen Zone und Top muss noch mal eine Stelle kommen, wo man auch mal abfallen kann. Es kann schon auch so ein bisschen koordinativ oder dynamisch sein. Ja, also wenn wir jetzt sagen, das soll jetzt eher so dieser physische Wettkampfboulder sein, dann ist es wichtig, dass die Krux, die Schwierigkeit des Boulders nicht in einer koordinativen Bewegung steht. Sondern da dann sollen die Athleten, die gut trainiert haben, da drin glänzen. Dann würde ich jetzt an deiner Stelle mal erstmal Volumen setzen. Das ist ja immer das Erste, was man macht. Dass man halt die gegebene Wandstruktur mit diesen großen Holzkisten anpasst. Und dafür solltest du aber ja schon auch so ungefähr wissen, wo geht der Boulder lang. Ah, schön an die Kante, ja. Ja, das ist doch super. Cool. Sieht doch schon nach einem halben Boulder aus jetzt. Ja, Kaffee trinken. Ja. Hast du schon eine Idee? Ich habe jetzt noch keine konkrete Idee. Ich würde mir wahrscheinlich jetzt erstmal so ein bisschen einen Überblick über die Griffe verschaffen und dann gucken, was da so entsteht. Ja, also mir geht es eigentlich genauso. Ich habe jetzt mal so die Griffe angeguckt. Es sind natürlich schon auch viele große Scheppen dabei. Ich glaube, ich lege einfach mal los mit 2 guten Startgriffen, einem guten Tritt und guck mal, wohin die Reise erstmal geht. Ja, das ist doch gut. Ich meine, uns wird ja dann auch schnell auf die Finger geklopft. Wenn wir Scheiße bauen. Ich lege jetzt hier erstmal irgendwie die kleinsten Griffe raus.
Und guck mal, was ich überhaupt hier für Leisten habe. Das war's auch an kleinen Griffen hier. Der Jonas ist jetzt ja nicht dabei, aber was ihr natürlich nicht wisst, ist, dass der Kameramensch, der hier gerade filmt, Ja, hallo? auch ein richtig guter Schrauber ist. Der einfach mal gesagt hat, er filmt uns heute mal. Richtig. Mega, Mario, voll gut. Wenn der Jonas nämlich nicht dabei ist, kann der uns auch noch mal hier so einen Tipp geben. Ja. Weißt du? Ich hab schon, glaube ich, eine richtig fancy Idee. Hier. Geh weg. Ich glaube, ich mache als ersten Zug so einen leicht dynamischen Zug in die Schulter rein. Alexi, du bist es. Also hast du den Boulder jetzt schon so vor Augen? Ja, jetzt fängt so langsam an. Okay, aber also du hast jetzt schon eine Idee auch von den oberen Zügen? Ganz grob. Ich weiß zumindest, dass ich da so mit der Kante arbeiten will gerne. Und wahrscheinlich links einen Toe haben werde. So in diese Richtung. Boah, Ich bin Profi. das ist ja schon ein schöner Start. Und jetzt, es würde sich jetzt halt hier voll anbieten eigentlich, hier einen Torok reinzusetzen. Dann könnte man so irgendwie so einen schönen Kreuzer machen, aber ich glaube, das mache ich jetzt irgendwie erstmal nicht. Und vielleicht sogar, ja, ich nehme den noch mal raus. Ich glaube, dass der Schulterzug auch gar nicht so geil ist, sondern ich glaube, es reicht schon jetzt erstmal so einen etwas dynamischen Zug mit ein bisschen Schwung. Und dann setzen wir einfach mal den guten da rein. Doch. Da. Okay. Boah, mit den Abständen ist man sich einfach echt nicht so sicher, ne? Okay, das finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Und dann wäre es so ein bisschen so, dass man so leicht aufsteht. Der nächste wäre vielleicht so ein bisschen auf Schulter. Und ich glaube, da könnte ich vielleicht auch einen nehmen. Das muss jetzt ja keine Scheppe sein. Wie sieht's aus bei dir, Alexi? Ich habe gerade eine richtig gute Idee. Einfach mal ein bisschen was Neues zu machen, jetzt nicht irgendwas zu kopieren, was man kennt. Wenn man in einem Überhang quasi in den Stütz gehen muss hier, um das vielleicht so ein bisschen den Schwung abzufangen, Kilo rein und dann daraus verlängern. Die Idee finde ich ganz cool, aber schon, ne? Ich fände es cool, wenn man halt hier stehen muss. Kann man ja hier im Toe bleiben, das ist ja scheiße. Solche lange Schrauben für so einen kleinen Griff. Eigentlich, man muss jetzt mal... Steck mal durch. Gibt's eine kürzere? Nicht in meinem Beutel. Ja, das ist schon eine Herausforderung jetzt hier für den Alexi. Kleinen Konkurrenzkampf auch so? Jetzt schon. Eigentlich geht es ja so ein bisschen um die Gunst von Jonas. Ne? Also ich fühle mich schon ein bisschen gebauchpinselt, wenn er die Boulder gleich anguckt und sagt, boah, Felix, du hast aber jetzt hier einen richtig guten Boulder geschraubt. Ja. Oder? Ja, also ich will jetzt nicht auf Krampf einen besseren Boulder bauen als du. Da weiß ich ja, dass ich das kann. Ja, wird nochmal ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. Wenn die Halle kommen würde und würde den Boulder sehen, würde er mich irgendwie in keinster Weise ansprechen.